Hallo meine lieben Freunde, hier ist wieder Michael Grant mit Klartext. Heute zu einem Thema, das uns alle angeht, von der Wiege bis zur Bahre. Das Finanzamt weiß jetzt alles. Früher galt das Bankgeheimnis als eine Art Schutzschild für den Bürger. Wer arbeitete, sparte und sein Geld ordentlich verwaltete, konnte wenigstens davon ausgehen, dass nicht jede Bewegung auf dem Konto automatisch beim Staat landete. Doch diese Zeiten sind schon lange vorbei. Fakt ist heute, das Finanzamt weiß alles, fast alles. Einkommen, Kontobewegung, Kapitalerträge, Immobilien, Versicherungen, Renten, Kryptowährungen und sogar verdächtige Geldflüsse. Viele Bürger haben das Gefühl, finanziell vollkommen durchsichtig geworden zu sein. Die Entwicklung der vergangenen Jahre zeigt deutlich, der Staat baut seine Kontrollmöglichkeiten massiv aus. Offiziell heißt es natürlich, man wolle Steuergerechtigkeit schaffen, Steuerbetrug bekämpfen und Geldwäsche verhindern. Doch Kritiker warnen längst, der gläserne Bürger ist Realität geworden. Laut aktuellen Berichten wird das Finanzamt inzwischen mit immer mehr Daten versorgt, automatisch, digital und ohne aktives Zutun der Betroffenen. Der Bürger hat also keine Ahnung. Viele Menschen glauben noch immer, dass das Finanzamt nur das weiß, was man selbst in der Steuererklärung angibt, doch das ist längst nicht mehr der Fall. Tatsächlich erhält die Behörde heute aus zahlreichen Quellen automatisch Informationen. Dazu gehören unter anderem Lohn- und Gehaltsdaten vom Arbeitgeber, Rentenzahlungen, Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträge, Kapitalerträge, Freistellungsaufträge, Immobilienkäufe, Erbschaften, Steuer-ID-verknüpfte Meldungen, Daten von Banken und Finanzdienstleistern. Die Digitalisierung macht es möglich, diese Informationen in Sekundenschnelle zusammenzuführen. Der Bürger merkt davon oft nichts. Heute Realität: Viele Daten liegen dem Finanzamt bereits vor, bevor überhaupt eine Steuererklärung abgegeben wird. Besonders brisant: Banken sind inzwischen gesetzlich verpflichtet, zahlreiche Informationen zu melden. Das betrifft nicht nur klassische Kunden, sondern auch Depots, Zinserträge oder verdächtige Transaktionen. Die Finanzbehörden können dadurch immer genauer nachvollziehen, wer über welches Vermögen verfügt. Unter bestimmten Voraussetzungen kann das Finanzamt sogar Kontodaten prüfen oder abrufen lassen. Offiziell geschieht dies nur bei konkreten Verdachtsmomenten oder offenen Fragen im Besteuerungsverfahren. Welch schwammige Ausdrucksweise. Doch Kritiker sagen, die Schwelle sinke immer weiter. Banken müssen sogenannte Kontostammdaten bereithalten. Dazu gehören beispielsweise Name des Kontoinhabers, Geburtsdatum, Kontonummern, Eröffnungs- und Schließungsdaten, verfügungsberechtigte Personen. Die Behörden können diese Informationen abrufen, ohne dass die Bank den Kunden vorher informiert. Viele Bürger erfahren erst im Nachhinein davon oder auch überhaupt nicht. Hinzu kommt, immer mehr Vorgänge laufen automatisiert. Algorithmen erkennen Unstimmigkeiten, ungewöhnliche Geldbewegungen oder Abweichungen zwischen Steuererklärung und gemeldeten Daten. Das System wird dadurch nicht nur schneller, sondern auch wesentlich umfassender. Das traditionelle Bild vom unangreifbaren Bankkonto existiert praktisch nicht mehr. Spätestens seit internationalen Abkommen gegen Geldwäsche und Steuerflucht werden Finanzdaten weltweit stärker ausgetauscht. Deutschland beteiligt sich natürlich an internationalen Meldesystemen, bei denen Finanzinformationen automatisch zwischen den Staaten übertragen werden. Wer also glaubt, Vermögen im Ausland bleibe automatisch verborgen, könnte sich gewaltig täuschen. Besonders betroffen sind Auslandskunden, Kryptowährungen, Online-Finanzplattformen, digitale Zahlungsdienste. Immer mehr Daten landen dadurch direkt bei den Behörden. Die technische Entwicklung macht dabei etwas möglich, was vor wenigen Jahrzehnten undenkbar gewesen wäre: eine nahezu vollständige finanzielle Durchleuchtung. Genau hier beginnt die eigentliche gesellschaftliche Debatte. Kritiker werfen dem Staat vor, jeden Bürger zunehmend wie einen potenziellen Steuerbetrüger zu behandeln. Die Logik dahinter lautet oft:
Wer nichts zu verborgen hat, müsse sich auch nicht sorgen. Doch viele Menschen empfinden diese Entwicklung als massiven Eingriff in ihre Privatsphäre, denn Geld ist nicht nur eine Zahl auf dem Konto. Finanzielle Informationen verraten sehr viel über das Leben eines Menschen. Politische Spenden, Mitgliedschaften, Reiseverhalten, Konsumgewohnheiten, Gesundheitsausgaben, familiäre Probleme, Vermögensverhältnisse. Wer Zugriff auf solche Daten hat, besitzt enormes Wissen und Wissen ist Macht. Datenschützer warnen daher davor, je mehr Daten zentral gesammelt werden, desto größer werde auch die Gefahr von Missbrauch, Datenlecks oder politischer Zweckentfremdung. Dazu kommt, dass parallel dazu auch das Bargeld immer stärker unter Druck gerät. Offiziell geschieht dies zur Bekämpfung von Geldwäsche und Schwarzarbeit. Doch Kritiker sehen darin einen weiteren Schritt zur totalen finanziellen Kontrolle. Denn Bargeld bedeutet Freiheit. Keine automatische Datenspur, keine digitale Überwachung, keine vollständige Nachvollziehbarkeit. Je stärker bargeldlose Systeme dominieren, desto einfacher wird die totale finanzielle Transparenz. Jeder Einkauf, jede Überweisung und jede Zahlung hinterlassen digitale Spuren. Viele Bürger fragen sich inzwischen, wird finanzielle Privatsphäre vollends abgeschafft? Noch vor wenigen Jahrzehnten mussten Finanzbeamte mühsam Akten anfordern, Unterlagen prüfen und Verdachtsmomente zusammentragen. Heute genügt oft ein Mausklick. Die moderne Steuerverwaltung arbeitet immer stärker datenbasiert mit automatischen Abgleichen, digitalen Risikoprofilen, KI-gestützten Analysen und Vernetzung der verschiedenen Behörden. Dadurch entsteht ein System, das immer tiefer in das Privatleben eindringen kann. Befürworter argumentieren, ehrliche Steuerzahler hätten nichts zu befürchten. Tatsächlich werden durch die Digitalisierung manche Verfahren schneller und effizienter. Doch die Gegenfrage bleibt: Wo endet der legitime Steuerzugriff und wo beginnt die totale Kontrolle? Das eigentliche Problem ist das Gefühl der Ohnmacht. Viele Menschen glauben mittlerweile dem Staat finanziell vollkommen ausgeliefert zu sein. Und so ist es ja auch. Denn während Behörden immer mehr Daten erhalten, wird das Steuerrecht gleichzeitig komplizierter. Neue Meldepflichten, internationale Regeln, ständig neue Vorschriften, digitale Nachweispflichten und so weiter. Der normale Bürger verliert zunehmend den Überblick. Wer Fehler macht, riskiert nämlich Nachzahlungen, Strafzinsen, Kontrollen, Ermittlungen und Bußgelder. Das erzeugt bei vielen Menschen Angst und Unsicherheit. Die zentrale Frage lautet deshalb nicht mehr, ob der Staat immer mehr weiß, sondern wie weit diese Entwicklung noch gehen wird. Klar ist, die technische Möglichkeit zur nahezu vollständigen finanziellen Überwachung existiert bereits heute. Mit jeder neuen Datenbank, mit jeder digitalen Verknüpfung und jeder automatisierten Meldung schrumpft der private Raum des Bürgers weiter. Offiziell geschieht das im Namen von Transparenz, Sicherheit und Steuergerechtigkeit, doch Kritiker warnen, wer einmal vollständige finanzielle Kontrolle geschaffen hat, wird sie kaum freiwillig wieder aufgeben. Sowieso nicht unser Habgierstaat. Man kann sich also vor dem Finanzamt nicht schützen, aber man kann sein Vermögen schützen in diesen unsicheren Zeiten. Und dazu habe ich euch 2 Buchvorschläge. Einmal das Buch Der kommende Bankencrash und wie Sie sich davor schützen können. In diesem Buch habe ich sehr viele sofort umsetzbare Praxistipps, wie Sie Ihr Vermögen in diesen unsicheren Zeiten schützen können. Dazu gehört auch neben Sachwerten, Edelmetallen, Immobilien, Land, Wald, Aktien, Dividendenaktien und so weiter, gehört auch ein neues Standbein, das ich recherchiert habe, und zwar Investment Edelsteine. Dieses Buch gibt es exklusiv auf meiner Homepage, ist in keiner Buchhandlung zu erhalten. In diesem Buch beschreibe ich zunächst einmal die Geschichte der Edelsteine und dann, wie Sie in Edelsteinen investieren können. Es ist also kein Buch, das nur Theorie hat, es ist ein Praxisbuch.
Und nein, es geht nicht um Edelstein-Tant. Es geht um Edelsteine ab einem Wert zwischen 80 und 100.000 Euro. Saphir, Rubin, Smaragd, an denen Sie teilhaben können, schon ab 30 Euro im Monat, so ähnlich wie ein Goldsparplan. Also alles in diesem Buch exklusiv erhältlich auf meiner Homepage. Abonniert mich auch auf Telegram, dort bin ich täglich, und auch meinen kostenlosen Newsletter auf www.michaelgrant.de. Ich wünsche euch alles Gute, bis zum nächsten Mal, euer Michael Grant.